So, was wir noch im Nachhinein tun, wir haben am Wochenende das Auto gestartet. Was wir noch nicht gemacht haben, ist das Kühlmittel gereinigt. Da wollten wir einmal den Kühlmitteltrakt reinigen, weil jetzt noch überall neue Schläuche drin sind und weil das Wasser vorher so leicht rostig war, und deswegen haben wir hier so einen Kühlmittelreiniger, und den muss man bei laufendem Motor dann hier dem Kühlmittel dazugeben, dann irgendwie ein paar Minuten, 20 Minuten bei Leerlauf mitlaufen lassen, und dann wird das Ganze abgelassen und durchgespült danach. Also das Ganze dann nochmal nur mit klarem Wasser, und danach wird mit Kühlmittel und Wasser aufgefüllt. Ein Leck gibt es unten, da tropft es ein bisschen, da muss ich vielleicht an der Standheizung nochmal nachbessern. Aber das mache ich dann erst alles, wenn das gereinigt ist und ich weiß, dass alles richtig funktioniert. Vorher mache ich nicht final das Kühlmittel rein. Genau, jetzt versuche ich nochmal anzulassen, und dann müsste ich wahrscheinlich das Kühlmittelsystem noch ein bisschen entlüften. Genau, und dann den Reiniger reintun. So, das Ganze müsste jetzt lang genug gelaufen sein. Ich mache den Motor mal aus und dann mal schauen mit Kühlwasser ablassen. Kurzer Zwischeneinwurf zu unserem Kühlsystem. Wir haben einen Teil dazu gebaut. Und zwar wollen wir jetzt ja das Kühlsystem mehrmals durchspülen, und dafür ist es natürlich praktisch, wenn man einen guten Ort hat, um die Kühlflüssigkeit komplett abzulassen. Das gibt es aber in dem System normalerweise nicht, deswegen haben wir uns ein T-Stück gebaut und das selber dazugefügt. Das haben wir hier vorne unten eingefügt. Und zwar haben wir hier dieses T-Stück dazwischen geschaltet, und dieser Schlauch hier drüben, der ist zum Ablassen gedacht. Da ist eigentlich ein Blindstopfen drin, für wenn das System quasi läuft, und wenn wir dann ablassen wollen, dann können wir diesen Blindstopfen einfach rausnehmen, alles läuft nach unten ab und wir können es von oben nachfüllen. Super! Kommt dann natürlich raus. Dummerweise kann man das natürlich so nicht lassen, wenn man mit dem Auto dann losfahren will. Deswegen ist das jetzt nur für diese ganze Wartungsgeschichte, bevor wir wirklich losfahren. Also nicht unbedingt nachmachen vielleicht. Von oben sieht man jetzt unser T-Stück. Wir haben es nochmal ein bisschen verändert. Und nach links hier abgehend jetzt der Schlauch, wo ich das Kühlmittel rauslassen werde. Einfach in einen Eimer unten drunter. So, anscheinend hat der Reiniger was bewirkt. Ich kann mal das Wasser zeigen, was wir da rausgeholt haben. Dazu muss man sagen, wir haben schon vorher zweimal jetzt gespült. Das heißt, vorher hatten wir schon ca. 20 Liter Wasser im Motor drin, ohne irgendwas. Da war es das erste Mal ein bisschen rötlich, das zweite Mal war es deutlich klarer. Und jetzt das dritte Mal mit Reiniger zeige ich euch mal, wie es aussah. Das ist eine ganz schön rostige Brühe, die da rauskam. Ja gut, das werden wir dementsprechend entsorgen.
Das kann man jetzt nicht einfach so irgendwo hinkippen. Da ist natürlich irgendwie ein bisschen Öl drin, da ist Reiniger drin, da ist Wasser drin. Aber das füllen wir jetzt in Kanister ab und schauen mal, wohin wir das bringen. Viel wichtiger ist jetzt, das Ganze mal durchzuspülen. Und dafür geht es weiter mit destilliertem Wasser. Thermostat ist zu, Schlüssel parat. Da können wir mal schauen, ob da noch was fehlt. Kühler zu. An sich ist der Trick, der höchste Punkt ist der Ausgleichsbehälter. Allerdings nicht so ganz, denn das Thermostat ist fast auf der gleichen Höhe. Das heißt, um einen richtigen Unterschied, einen Höhenunterschied zu machen, ist es ratsam, den Behälter etwas hochzuheben und dann kommt es hier oben aus dem Thermostat raus, wenn man die Entlüfterschraube vom Thermostat aufmacht. Ja, entsprechend muss man einfach so viel reinfüllen, bis da oben Wasser rauskommt. Allerdings, wenn der Motor mit der Wasserpumpe läuft, dann gibt es andere Orte wieder hinten, wo die Heizung sehr hoch ist, wo dementsprechend noch natürlich Luft drin ist und die wird dann irgendwann rumgepumpt, sammelt sich dann entweder hier oben drin oder im Ausgleichsbehälter und dementsprechend muss man eventuell dann nochmal Wasser nachfüllen, ganz sicher, weil jetzt sieht man, jetzt sind da ca. 6-7 Liter drin oder so, reicht natürlich noch nicht. Deshalb, wenn man jetzt den Motor startet, direkt Kühlflüssigkeit nachfüllen, da wird sich jetzt noch ein bisschen entlüften. Genau. Aber nächster Versuch, Motor an und mal schauen, was passiert. So, und hier sieht man, es schäumt, uns kommt Flüssigkeit und Wasser raus. Und jetzt spülen wir den nochmal komplett durch. Und weiter geht's, Motor ist durchgelaufen, Wasser hat sich wieder verfärbt und nächste Spülung wieder rausnehmen. Na, klasse. So. Und auch das ist abgelassen. Gut. Dann den Stöpsel wieder rauf. So, und an dem Punkt beende ich jetzt mal das Filmen gerade. Ich spüre das jetzt so lange durch, bis da einigermaßen klare Flüssigkeit durchkommt und wiederhole den Vorgang. Und dann hole ich euch dazu, wenn ich Kühlmittel einfülle und das final verbaut wird. Genau, also bis dahin, bis gleich. 12 Sekunden später. Gut, das Adapterstück ist draußen. Ich habe jetzt das Wasser so oft durchgespült. Ich zeig mal, wie klar ich jetzt gespült habe. Also ich glaube, ich habe schon 40 Liter durchgespült. So sah es vorhin aus, bevor ich angefangen habe.
Jetzt auf dem letzten Stück sah es so aus. Die letzten 11 Liter sind noch unten im Eimer. Und jetzt fülle ich mit Kühlmittel auf. Es ist jetzt nicht klar geworden, davon bin ich auch gar nicht ausgegangen. Da hätte man den Motor komplett auseinandernehmen müssen wahrscheinlich für. Aber das stand nicht auf der Agenda. Ja, da haben so ein paar Leute nachgefragt, warum wir eigentlich nicht den gesamten Motor neu gemacht haben. Weil wir eh schon so weit waren. Erstens haben wir uns da nicht so ganz rangetraut. Zweitens meine ich mal gehört zu haben, dass jedes Mal, wenn man einen Motor öffnet, also zum Beispiel die Hauptlagergasse neu macht und sowas, dass man damit die Gesamtlebenszeit des Motors verkürzt. Heißt, man hat damit dann sozusagen einen werksneuen Motor, aber die Lebensdauer, die er ab dem Zeitpunkt hat, verkürzt sich mit jedem Mal, wo man einen Motor neu macht. Solange der Motor jetzt läuft und auch gut läuft und da jetzt nicht irgendwie ein signifikanter Motorschaden zugange ist, gilt auch hier, bin ich der Meinung, never touch a running system, und deswegen bleibt er so, wie er ist. Auch mit rostigem Kühlmittel, und deswegen haben wir gespült und jetzt kommt neues Kühlmittel rein. Hoffentlich hält er dann ein paar Kilometer. Genau, das Adapterstück ist draußen. Jetzt schließe ich den Originalschlauch am Kühler unten an, mit der Hoffnung, dass ich es nicht mehr so schnell aufmachen muss. Achso, zur Standheizung, die nicht lief, die habe ich hinbekommen. Das Problem war, dass die Standheizung Luft gefressen hat. Die hat Luft gesogen, warum auch immer da noch teilweise Luft im System war, obwohl wir sie gut entlüftet haben. Nachdem wir die jetzt oben komplett mit Flüssigkeit gefüllt haben, lief die ohne Probleme, so wie auf dem Prüfstand. Insofern, die Standheizung funktioniert, man muss bloß bei den älteren anscheinend dafür sorgen, dass die integrierte Wasserpumpe, dass die keine Luft zieht und nur Wasser pumpt. Die Schelle ist dran, jetzt muss ich das Ganze entlüften. Der Heizungsschlauch unten, der zum Reservebehälter geht, der muss noch fixiert werden am Rahmen unten. Und was noch fehlt, der Viskolüfter muss rein und diese Abdeckung vom Viskolüfter. Ich glaube, die gucke ich mal jetzt, ob ich die reinbekomme. Dieser Halter wird unten nur reingesteckt und oben mit zwei M6er Schrauben, die vom Rahmen kommen, fixiert. Ganz viele fahren ohne das Teil, aber das traue ich mich dann doch nicht. Ja. Au. Haha. Jo. So, das kann ich nur empfehlen. Den und den Halter für den Viskolüfter, Gold wert. Ohne das geht's gar nicht. Auf dem Lüfter steht nur handfest ziehen. Das ist ein Linksgewinde und der wird sozusagen mit der Umdrehung festgedreht. Gut. Und Kühlwasser rein. Da habe ich jetzt bei einem Händler angerufen, was ich brauche, weil irgendwie, ich werde aus dem Werkstatthandbuch nicht schlau. Irgendwie von 1997, seitdem hat sich in Kühlflüssigkeiten viel getan. Aber die haben mir jetzt zweimal versichert, dass ich mit 12 Plus auf der richtigen Seite bin. Dann nehmen wir das. Damit habe ich auch schon ein bisschen den Kühler mal gereinigt von innen. Nachdem ich da jetzt 50 Liter Wasser reingekippt habe, irgendwie komisch was anderes als Wasser reinzukippen. Naja, das brauche ich nicht, ich habe einen Trichter. Na, wir verlieren schon viel Öl. Das ist nicht gut. Jetzt Gratulation an alle, die gesagt haben, mit der Dichtmasse wird eure Ölwanne niemals dicht. Ihr habt recht behalten, aber ich dachte nicht, dass ihr so schnell recht behalten würdet. Es dichtet wirklich überhaupt nicht ab. Ich zeige gleich mal den Ölfleck unten drunter. Aber ich bin die ganze Zeit nur am Öl hinterher kippen, weil ich gerade echt keine Lust habe, das Öl jetzt schon zu tauschen. Darauf würde ich eigentlich gerne noch ein paar Wochen warten, bis wir den Probe gelaufen haben und bis wir auf dem Parkplatz so ein bisschen hin und her fahren können. Dann wollte ich das Öl tauschen. Mal gucken, vielleicht klemme ich irgendwas drunter und kippe das oben wieder rein. Ich weiß es noch nicht. Das ist jetzt kein Konzentrat, das ist ein fertig angemischtes schon. Ich weiß, das ist teurer. Aber das macht den Braten nicht mehr fett jetzt hier.
So, erster Tank leer. Hier ist der Überlauf vom Kühler. Da wäre der erste Punkt, wo es rüberlaufen würde. Ihr seht es vielleicht schon stehen. So. Und als nächstes wird am Thermostat geguckt. Ah, da wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen was reingehen. Oh, es steht randvoll. So, das heißt, wenn ich jetzt hier hochhebe, seht ihr, dass der Spiegel steigt und zumache. Gut. Ja, weiß jemand, wie hoch der Spiegel im Tank stehen muss? Ich nämlich nicht. Schaue ich mal schnell nach. Kühlung 11,5 Liter. Ja, das hilft mir aber nicht. Frostschutzmittel. Kühlung. Obere Marke. Obere Marke ist genau bis dahin. Na, schaut mal an, das reicht doch. Aber ich schau mal, der wird jetzt nach dem Motor angehen, wird noch mal ein bisschen Luft entweichen. Ah, ich habe so Kühlmittel-Teststreifen irgendwo. Vielleicht kann ich die einfach mal dann gucken und gucken, ob die Konzentration hoch genug ist. Keine Raketenwissenschaft draus betreiben. Dann wird der Tank jetzt hier zugemacht. Gut, jetzt schraube ich den Tank hier schon mal an. Das sitzt schon mal. Und dann brauche ich noch da die Fixierung. So. Passende Schraube. Halter, Unterlegscheibe, Mutter. Dann ist der Tank voll. Und dann können wir nochmal Motor starten und mal gucken, wie viel sich die Flüssigkeit noch verändern wird. Schnell schauen, ob der Lüfter frei dreht oder ob der uns hier gleich alles kaputt macht. Nee, schaut gut aus. Also dann, nächster Motorstart. Der macht schon gut Luft, der Viscolüfter. Ui.